Hi Leute, heute habe ich hier ein sehr spannendes Speichersystem in meinem Atelier auf dem Tisch stehen, und zwar den Hollmals oder die Hollmals HI Batterie 1920 AC. Das ist schon, wie der Name es sagt, ein AC gekoppeltes System. Das heißt, wir gehen hier einen etwas anderen Weg. Das System ist meiner Meinung nach mit das Plug-and-Place-System, was ich jemals auf den Tisch hatte. Denn wenn ihr schon zum Beispiel einen Wechselrichter, eine PV-Anlage oder ein Balkonkraftwerk besitzt, könnt ihr mit diesem System so schnell wie noch mit keinem anderen System starten und hier quasi euren Speicher nachrüsten, und zwar AC gekoppelt. Das heißt, ihr steckt einfach den 230 Volt Stecker in die Steckdose und das System kann eigentlich sofort loslegen. Nichtsdestotrotz können wir das System auch wie ein ganz normales Balkonkraftwerk nutzen, hier einen Wechselrichter anschließen mit PV-Modulen. Was aber das System dann alles wirklich kann, schauen wir uns hier in diesem Video etwas näher an. Ihr wisst, ich lese nicht gerne Datenblätter vor, deswegen mache ich es wieder folgendermaßen. Die wichtigsten Kerndaten blende ich euch hier einfach ein. Wenn ihr hier irgendwas etwas näher anschauen wollt, drückt ihr einfach die Stopp-Taste. Währenddessen ihr das hier seht, könnte ich euch nochmal die wichtigsten Punkte mitgeben. Wir haben hier einen Batteriespeicher mit Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien. Natürlich ganz wichtig, Automobil-Batteriequalität mit mindestens 6000 Zyklen. Auch wichtig zu erwähnen, das System hat natürlich eine integrierte Selbstheizung. Ihr könnt es somit natürlich auch auf dem Balkon oder im Außenbereich einsetzen, denn das System ist natürlich auch IP66 zertifiziert, somit staub- und wasserfest. Auch ganz wichtig zu erwähnen, der Schutz oder die Sicherheit kommt hier auf keinen Fall zu kurz. Wir haben hier ein integriertes Feuerlöschsystem, ein Überdruckventil und somit haben wir auch mit dem integrierten BMS einen Vollschutz, der uns hier natürlich auch vor allen möglichen Eventualitäten schützt, sodass wir hier auch ein sehr sicheres System haben. Ganz wichtig, ich habe hier nur ein Speichermodul auf dem Tisch stehen. Das System ist natürlich erweiterbar und das sogar dreiphasig. Das heißt, ihr könnt es auf 3 Phasen verteilen und könnt somit natürlich das System flexibel erweitern von 1,92 bis 11,52 kWh. Und ganz wichtig, Standort unabhängig. Das heißt, ihr könnt hier mehrere Einheiten aufbauen, irgendwo in eurem Haus. Was ihr als einziges braucht, ist eine Schokosteckdose, wo ihr dann einfach die Speicher anschließt. Das heißt, wir sind nicht an einem Ort irgendwo in eurem Haus gebunden, sondern wir können die Anlagen natürlich verteilt aufbauen und wie gesagt auch dreiphasig. Das ist natürlich äußerst interessant für mich. Schauen wir mal ganz kurz über das Gerät und kommen auch noch mal zu einigen weiteren wichtigen Bestandteilen und Punkten. Ganz wichtig zu erwähnen, das System unterstützt mehrere Lade- und Entlademodis, wie zum Beispiel den Eigenverbrauchsmodus und den TOU-Modus. Wir kommen hier einfach mal gleich auf die Seite des Gerätes. Hier sind nämlich gleich die wichtigsten Anschlüsse für euch zu sehen. Und ihr seht, das ist nicht viel, denn es ist sehr einfach gehalten. Wir sehen jetzt hier auf der Seite folgende Elemente. Hier drüben haben wir das Überdruckventil, das ist eine Sicherheitseinrichtung. Und hier haben wir eigentlich nur 2 Anschlüsse on-grid. Ich ziehe das einfach mal ab. Hiermit können wir das System mit dem 230 Volt Stecker, der im Lieferumfang enthalten ist, direkt an die AC-Dose, an eure ganz normale Schokosteckdose anschließen. Und hier unten ist nochmal ein Off-Grid-Anschluss. Diesen haben wir auch mit einer Schutzkappe abgedeckt. Hierzu einfach diese kurz entriegeln, entnehmen. Das habe ich jetzt schon gemacht. Und wir haben jetzt hier diese Notstrom-Steckdose, sage ich einfach mal. Diese können wir ganz einfach hier unten anschließen. Ihr könnt die nicht falsch rum anschließen. Dreht einfach den Stecker so lange, bis er reingeht, einrastet und schon haben wir die Notstromsteckdose angeschlossen. Die Notstromsteckdose hat hier 2 Funktionen. Funktion 1, sie kann natürlich hier unabhängig Strom aus dem Batteriemodul hier direkt für eure Hausgeräte ausgeben und wir können hier natürlich auch noch einen Wechselrichter direkt anschließen, was bedeutet, ihr könnt das Gerät wie ein ganz normales Balkonkraftwerk betreiben und hier einfach einen Wechselrichter anschließen, der auch über die PV-Module direkt diesen Speicher laden kann. Aber wie gesagt, das ist nicht erforderlich. Hier oben haben wir den ganz normalen Schokostecker, den stecke ich jetzt auch einfach mal ein. Einfach hier anstecken. Und das war's schon. Hier haben wir unseren 230 Volt Stecker, den können wir ganz einfach in die Steckdose einstecken und über den kann sich der Speicher aufladen und entladen. Das heißt, er kann aus dem Netz geladen werden, aber auch natürlich in das Netz einspeisen.
Dann drehen wir den Speicher auf die Rückseite. Hier sehen wir Befestigungspunkte. Hier kann dann dementsprechend eine Befestigungsplatte aufgebracht werden und mit dieser Platte kann der Speicher dann auch an der Wand befestigt werden. Wichtig, das System ist stapelbar. Wir können hier quasi mehrere Batteriespeicher übereinander stapeln und diese werden dann quasi hier über diesen Anschluss direkt miteinander verbunden. Wichtig, es können natürlich aber auch Speicher woanders im Haus aufgestellt werden und diese kommunizieren dann untereinander und das geht natürlich dann auch dreiphasig. So könnt ihr euer Hausnetz dreiphasig sogar mit diesen Speichern abdecken. Hier hinten haben wir noch eine Kühleinheit, dann drehen wir das nochmal schnell etwas um es abzukürzen. Hier drüben haben wir gar keine Anschlüsse und auf der Frontseite haben wir unser Hauptdisplay. Ich habe jetzt das Gerät hier einfach mal eingeschaltet und ihr seht, die wichtigsten Informationen werden uns jetzt hier schon angezeigt. Das Gerät ist betriebsbereit, es ist noch nicht mit dem Netz verbunden und wir können es eigentlich auch gleich mal mit der App koppeln. Die Kopplung mit der App ist kinderleicht. Ihr könnt euch einfach eine Bedienungsanleitung hier oder hier hinten den QR-Code einscannen oder ihr geht in euren Store, in euren Android oder Apple Store und ladet euch die S-Miles Home App herunter und installiert diese einfach mal. So, um das Video etwas zu beschleunigen, habe ich jetzt hier mal schon ein bisschen was vorbereitet. Beginnen wir erstmal mit der Einbindung des Speichers in die App. Das ist kinderleicht, so einfach, dass ich es gar nicht groß zeigen muss. Ich blende es hier drüben ein. Wir arbeiten jetzt nur mit dem Speicher. Wichtig, stellt ein WLAN dafür zur Verfügung und ganz wichtig, stellt in eurem Router ein, dass Geräte untereinander kommunizieren können, sonst könnte es zu Problemen führen. So, wir haben jetzt hier dieses Gerät, es ist eingeschaltet und wir klicken einfach mal auf Gerät hinzufügen. Jetzt scannt das Gerät nach allen verfügbaren oder euer Smartphone nach allen verfügbaren Geräten in der Umgebung. Wir sehen, wir haben es gefunden, klicken drauf. Und jetzt ist eigentlich alles selbsterklärend. Wir koppeln das Gerät mit dem WLAN-Netz. Wichtig, alle weiteren Geräte, die ihr hier jetzt in dieses Zuhause mit einfügt, solltet ihr in dasselbe WLAN-Netz einbinden. So können die Geräte auch untereinander kommunizieren, wenn zum Beispiel mal das Internet ausfällt. Wir geben jetzt hier alle wichtigen Daten ein. Wichtig, hier oben steht Mein Zuhause. Hier könnt ihr eurem Home einen Namen geben und könnt so alle Geräte in einem Haushalt zusammenfassen. So findet ihr sie schneller und sie werden mitunter auch untereinander verknüpft. Also wir stellen das jetzt hier mal so ein. Wichtig bei der Verbindung, es kann natürlich sein, dass bei der Verbindung hier nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsfaktor abgefragt wird, wie ein Passwort oder hier bei diesem Gerät müsst ihr kurz hier vorne bestätigen, dass ihr euch mit dem Gerät verbinden wollt. Das ist ein Sicherheitsfaktor, nicht, dass dann irgendjemand quasi an eurem Camper oder eurem Haus vorbeiläuft und sich dann ja, einfach so mit eurem Gerät verbindet. Das wollen wir ja natürlich vermeiden. Jetzt wählen wir hier das Netzwerk aus und geben das Passwort ein. Ihr habt gesehen, das ging rasend schnell. Wir sind mit dem richtigen Netzwerk verbunden und somit ist dieses Gerät jetzt schon in unserem Haus vorhanden oder in unserem Haushalt. Wir gehen hier mal raus, gehen in das System und wir sehen, es läuft, es ist verbunden. Jetzt können wir natürlich dieses System sofort so einsetzen und hier übers Netz laden und entladen. Der Vorteil, wir können das Gerät aber auch wie ein ganz normales Balkonkraftwerk verwenden. Hierfür empfehle ich euch dann einen zusätzlichen Wechselrichter. Es ist natürlich kompatibel mit anderen Wechselrichtern, aber ich empfehle euch direkt einen Wechselrichter von Hollmeis, wenn ihr das wollt, wie zum Beispiel diesen hier. Das ist doch ein richtig schönes Kraftpaket. Der Vorteil, dieser Wechselrichter unterstützt PV-Anlagen bis 100 Volt. Das heißt, wir haben hier dann dementsprechend auch die Möglichkeit, etwas größere Module anzuschließen oder Module hintereinander anzuschließen. Wenn ihr euch für diesen Wechselrichter interessiert, das ist der High Flow von Hollmeis, den findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung, genauso wie auch hier dieses Gerät. Dort werde ich euch alle Bezugsquellen verlinken. Wie gehen wir vor? Wir schließen jetzt einfach mal diesen Wechselrichter hier an unserem Batteriespeicher über die Notstromsteckdose an. So kann er den Batteriespeicher nämlich über diese aufladen und verbinden diese mit unseren PV-Modulen. Der Spannungsbereich ist hier von 16 Volt bis 96 Volt. Das ist der Arbeitsbereich, wo er arbeiten kann. Er hält bis 100 Volt aus. Also können wir hier doch schon eine ganz schöne Masse anschließen. Ich klemme jetzt hier einfach mal ein paar Module an. Wir können den jetzt auch ganz einfach hier wieder mit dem System koppeln. Wir sehen, wenn die PV-Module angeschlossen sind, hat der Wechselrichter sofort Strom. Das heißt, wenn das tagsüber passiert, ist dieser dann aufgewacht. Wir sind wieder in unserem Home-Netzwerk oder in unserem Zuhause. Ich blende das wieder hier drüben ein. Wir klicken hier oben auf Plus, weiteres Gerät hinzufügen und scannen nach verfügbaren Geräten. Auch hier kann es wieder sein, wenn ihr das Gerät gefunden habt. Ihr seht, ich klicke drauf. Müssen wir eventuell hier ein kleines Passwort eingeben. Dieses ist mitunter hier unten auf dem Gerät aufgedruckt. Schreibt das dann einfach ab.
Haben wir das gemacht, müssen wir das Gerät mit dem WLAN koppeln. Dasselbe Spiel wie vorhin auch. Bitte alles ins selbe LAN-Netz oder wir sagen ins selbe WLAN-Netz einbinden. Jetzt ist natürlich wichtig, dass eventuell alle Geräte, die in unserem Heimnetz verbunden sind, auch untereinander kommunizieren können bei Internetausfall. Wir werden wahrscheinlich jetzt sofort darauf hingewiesen, ja, die Anlage vernetzen. Das könnt ihr aber auch über das Menü machen. Jetzt wird es mir hier gleich angeboten. Startet einfach mal die Vernetzung. Hierfür ist es natürlich absolut wichtig, dass die Geräte im selben Netzwerk sind, sonst funktioniert das nicht. Ihr hört es hier ein bisschen klicken, die Geräte schalten kurz aus, kommunizieren miteinander, verbinden sich und somit sind sie direkt auch über euer eigenes Heimnetz miteinander vernetzt. Das ging auch relativ flott. Hier steht alles erfolgreich, hinzufügen, fortfahren und damit haben wir das geschafft und das ganze System ist angebunden. Jetzt müssten auch innerhalb kürzester Zeit Daten fließen. Wir sehen, ja, das funktioniert und alles läuft. Jetzt wäre es natürlich sinnvoll, gerade wenn wir das System als AC-gebundenes System nutzen, dass das System sich auch selbstständig aus dem Netz aufladen kann. Wir können jetzt hier natürlich Routinen programmieren, die uns das ermöglichen. Schöner wäre es natürlich, wenn das System selber weiß, wann es sich aufzuladen hat. Besonders, wenn ihr eventuell eure Wechselrichter oder eine große PV-Anlage schon in eurem Haus betreibt und diese natürlich an einem anderen Ort verbunden ist und ihr habt einfach diesen Speicher irgendwo im Haus platziert und in die Steckdose gesteckt. Das ist nämlich der große Vorteil des AC-Systems. Was macht man da? Man verbindet hiermit natürlich einen Smart Meter. Hier ist eine gewisse Reihe von verschiedenen Modellen mit dem System kompatibel. Ich blende sie euch einfach mal hier drüben ein. Hier seht ihr, was möglich ist. Und ich werde jetzt einfach mal das mit meinem vorhandenen Shelly hier verbinden. Das müsste eigentlich auch problemlos gehen. Wichtig, auch der Shelly muss natürlich im selben Netzwerk, also im selben LAN sein, wo eure Geräte sind. Wir klicken hier oben auf Plus. Klicken jetzt nicht auf Geräte hinzufügen, sondern intelligentes Gerät verbinden. Wir wollen ja ein weiteres Gerät hinzufügen und wir sehen, was für kompatible Geräte hier möglich sind. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein Drittanbietergerät. Hier sind bestimmt auch jetzt schon einige in meinem Netz vorhanden. Jetzt wählen wir erst, womit wir das Gerät koppeln wollen. Natürlich hier mit der Speichereinheit. Jetzt verbindet sich das mit der Speichereinheit und wir sehen sofort, wir haben ein Shelly Pro 3 EM gefunden. Es sind natürlich aber auch Smart Plugs wie der Smart Plug S möglich. Wir klicken jetzt hier einfach mal drauf. Könnt ihr jetzt auch den Shelly umbenennen. Manche meiner Zuschauer haben mehrere dieser Geräte installiert und bestätigen das einfach mal. So, das haben wir auch erfasst und wir sehen, die ganze System- oder Sachlage läuft. Wir sehen natürlich auch, ich habe hier in meinem Haus einen ziemlich großen Verbraucher aktuell an. Vielleicht kocht gerade jemand was in der Küche, das kann durchaus sein. Wir haben hier einen Verbrauch von 3,27 kW. Das Aufladen erfolgt aktuell hier über meinen Wechselrichter, im Moment extrem bewölkt, 117 Watt. Und wir haben hier noch 10% drin. Das ist aber auch gut so, denn wir wollen denn mal messen, was hier überhaupt effektiv bei diesem System hängen bleibt. Denn das ist ganz wichtig, gerade bei AC-gekoppelten Speichern. Wie hoch sind hier die Verluste? Wir sind jetzt hier fast auf 10%. Das heißt, ich werde jetzt hier den Speicher mal auf glatte 10% entladen, hier den dementsprechenden Wechselrichter ausklemmen oder abklemmen und wir laden dann das Gerät einmal komplett aus dem Netz auf und wieder auf 10% runter. Und dann schauen wir mal, was für eine Differenz hier entsteht. Somit wissen wir, wie hoch die Lade- und Entladeverluste sind. Das dürfte wahrscheinlich die meisten von euch sehr stark interessieren. So, wir beschleunigen das jetzt mal etwas. Ihr seht, das Entladen ist durchgelaufen. Das heißt, ich habe jetzt hier einfach mal den Selbstverbrauchmodus aktiviert und habe das Gerät soweit sich entladen lassen, bis wirklich nur noch 10% Restkapazität im Gerät sind. Wir sehen, es läuft hier nichts raus. Auch nochmal ein schöner Fun-Fact hier, das Display ist nicht nur ein Display, sondern auch ein Touchscreen. Ihr seht, wir können hier schön dran rumtippen und zum Beispiel auch das Licht wechseln, hier oben die Steckdose ein- und ausschalten und so weiter, nur so als Zusatzinfo. Jetzt laden wir das Gerät mal auf, das geht eigentlich recht einfach. Das Aufladen des Speichers kann natürlich auf verschiedene Art und Weisen erfolgen. Wir wollen das jetzt einfach mal ganz schnell machen. Das heißt, ich gehe einfach mal in den Standardmodus. Wir waren jetzt vor einem Eigenverbrauchsmodus. Ich schalte jetzt mal auf den TOU-Modus. Hier stehen uns zum Beispiel 3 Untermodis zur Verfügung. Ein KI-Modus, der ist sehr vorteilhaft von euch. Der kann zum Beispiel auch den Speicher aufladen, wenn irgendwelche Spezialereignisse bevorstehen, wie zum Beispiel Unwetter oder ähnliches. Wir können eine allgemeine Einstellung oder eine erweiterte Einstellung wählen
um den Speicher aufzuladen. Wir simulieren jetzt hier einfach mal was. Ich nehme hier die allgemeine Einstellung und wir machen jetzt einfach mal einen Ladezeitraum, den ich hier jetzt einfach erstelle. So, der Testaufbau läuft. Ihr seht, wir fahren hier langsam hoch und tracken jetzt, was hier an Energie eingebracht wird. So, an dieser Stelle noch mal ein kleiner Zwischenbericht, was mir jetzt noch sehr angenehm aufgefallen ist. Das System hat sich schön langsam von 1 Watt bis auf 1000 Watt Leistung hochgefahren, die es hier aufnimmt. Mein Shelly ist ein bisschen verzögert, aber die Werte sind relativ identisch, die wir hier messen. Wichtig, das sind keine geeichten Messgeräte. Ich möchte darauf nochmal hinweisen, das heißt, einen gewissen Messfehler werde ich hier immer haben. Was ich aber, wie gesagt, schön fand, ist, dass das System sich schön langsam reinzieht und schön langsam anfährt und nicht gleich sofort mit vollen 1000 Watt hier in das Netz reinzieht oder rauszieht, mehr zu sagen. Somit ist das auch schonender für eure ganze angeschlossene Elektrik und für eure ganzen Geräte, sodass das schön alles langsam anfährt. Jetzt lassen wir das Gerät sich einfach mal komplett aufladen und schauen mal, wie viel Energie wir hier hineinbekommen. Also kommen wir dann gleich mal zu den Testergebnissen. Ich habe jetzt mehrmals Be- und Entladen, und zwar immer von 10 bis 100% und wieder zurück von 100 auf 10%. Ich blende es euch einfach mal hier drüben ein. Ich habe einen Shelly zum Testen genommen. Wie gesagt, hier sind auch kleine Messtoleranzen möglich. Beim ersten Test habe ich 2 kWh hineingeladen und konnte ca. 1,6 bis 1,64 kWh hier hinausnehmen. Und beim zweiten Test habe ich 1,9 kWh hineingeladen und konnte auch wieder so um die 1,6 bis 1,65 kWh hier herausnehmen. Das sind für so eine Powerstation oder mehr sagen für so eine Power-Einheit, das ist der richtigere Ausdruck, ein hervorragender Wert. Der Hersteller gibt hier an, unter Laborbedingungen sind bis zu 87% Effizienz möglich. Wir haben hier einen Durchschnittswert von ca. 82% erreicht. Das ist ein sehr gutes Ergebnis und somit habt ihr diese Daten jetzt auch erhalten von mir. Kommen wir als nächstes zu einer Situation, die bestimmt viele von euch brennend interessiert. Wir haben ja jetzt hier unseren dementsprechenden Wechselrichter angeschlossen, der hier über die Notfallsteckdose unsere Anlage auch aufladen kann. Im Moment ist nicht viel Sonne da, wir laden mit 60 Watt. Was würde jetzt passieren, wenn ein Stromausfall droht und der Strom ausfällt? Genau das testen wir jetzt einfach mal. Wir lassen den Strom einfach mal ausfallen und im Display wird uns hier natürlich auch der Netzausfall angezeigt. Ein ganz wichtiges Detail, wir sehen, die Steckdose hier ist jetzt abgeschaltet. Wir haben hier kein Symbol mehr für On- oder Off-Grid. Und jetzt könnten wir einfach mal die Notfallsteckdose wieder einschalten. Jetzt sind wir im Off-Grid-Betrieb. Jetzt hätten wir quasi unsere Notfallsteckdose. Und diese könnte jetzt hier weitere Geräte betreiben. Aber ich habe jetzt kein weiteres Gerät angeschlossen, bis auf meinen Wechselrichter, denn ich möchte ja weiter aufladen, auch wenn kein Stromanschluss nach draußen vorhanden ist. Denn das ist eine wirklich spannende Frage. Kann jetzt hier der angeschlossene Wechselrichter trotzdem Energie über die AC-Notstromsteckdose an unseren Batteriespeicher abgeben? Und ihr seht es schon hier oben an dem kleinen Streifen. Er fängt an zu laufen. Hier unser Wechselrichter hat sich reingezogen in das Netz des Batteriespeichers und wir laden auf. Ganz wichtig, ihr habt vorhin richtig gemerkt, hier die Notfallsteckdose hat sich abgeschaltet. Das muss so sein, denn im Stromausfall muss erstmal alles voneinander getrennt werden. Wir haben es händisch eingeschaltet und jetzt fährt er hier wieder hoch und kann meine Batterie laden, auch wenn ich nicht mit dem Netz verbunden bin. So, jetzt kommen wir langsam wieder in den Punkt, dass eventuell der Energieversorger die Stromversorgung wieder herstellt. Das heißt, wir stecken hier den Stecker rein. Wir sehen, das System hat wieder alles getrennt. Die Notfallsteckdose wurde wieder kurzzeitig abgeschaltet oder stromlos gemacht. Und unser Wechselrichter hat sich auch wieder abgeschaltet. Warten wir doch einfach mal, was jetzt passiert. Und nach ungefähr 40 bis 50 Sekunden fängt jetzt hier die Anzeige wieder an zu arbeiten. Ihr seht, der Balken läuft. Mein Wechselrichter hat sich mit dem System synchronisiert und er kann wieder dann automatisch jetzt hier aufladen, sodass ich quasi hier nichts mehr machen muss. Wenn dann der Strom sich wieder herstellt oder mein Netzbetreiber den Strom wieder eingeschaltet hat, zieht sich das System selbstständig rein und nimmt den Wechselrichter mit. Das bedeutet für euch, wenn der Strom ausfällt, müsst ihr händisch umschalten, sodass ihr wieder laden könnt oder vielleicht auch eure Geräte benutzen könnt.
Aber wenn der Strom wieder kommt, stellt sich das System automatisch um und nimmt den Wechselrichter so mit. Somit ist gewährleistet, dass wir auch im Notfall hier die Anlage auch über PV aufladen können. Dann kommen wir im nächsten Schritt zu den Standardfragen, die ich von meiner Community zu derartigen Systemen eigentlich immer bekomme. Wir haben ja jetzt hier eine Notstromfunktion. Ich habe euch einfach mal was aufgebaut. Ihr seht, der Speicher lädt gerade auf, und zwar unter Volllast. Wir laden ihn mit maximal 1000 Watt auf. Was passiert nun mit der Notstromsteckdose? Ich habe jetzt hier einfach mal einen leistungsstarken Lüfter eingesteckt. Die Notstromsteckdose hat eigentlich eine Leistungsabgabe von maximal 1000 Watt und einer Peakleistung von 1200, um Anlaufströme zu überwinden. Wir sehen jetzt gerade, dass das System Volllast auflädt. Was würde jetzt passieren, wenn wir die Notstromsteckdose verwenden? Beginnen wir einfach mal langsam mit 21 Watt. Wir sehen, die ziehen sich hier von der Ladeleistung sofort ab. Und das System zieht sich das quasi aus dem Netz draußen rein. Dann schalten wir hier weiter auf die nächste Stufe. Wir gehen jetzt hier auf die 800, 900, fast 1000 Watt. Und wir sehen, die Ladeleistung reduziert sich hier stark bis auf 31 Watt. Mit 31 Watt wird jetzt der Speicher geladen. Der Rest fließt hier in meinen Lüfter. Jetzt tun wir theoretisch überlassen, den Lüfter fast auf 2000 Watt aufschrauben. Mal sehen, was er bringt. 1800 1800 Watt, 1900 Watt. Wir sehen jetzt hier, wir haben nur noch so eine sporadische Ladeleistung von 32 Watt. Diese schwankt ein bisschen. Der Lüfter lädt weiter quasi. Mein Akku wird so gut wie gar nicht mehr geladen. Das wäre die Notstromfunktion, wenn das System mit dem Netz verbunden ist und gerade lädt. Jetzt schalten wir mal um. Jetzt schalten wir mal von Laden auf den Normalbetrieb, und zwar auf das Einspeisen. So, ich habe es jetzt einfach mal umgeschaltet. Wir sind jetzt im Eigenverbrauchsmodus und ich habe auf die maximale Einspeiseleistung umgestellt. Das heißt, wir speisen mit ca. 800 Watt ein. Was wird nun aus unserer Notstromsteckdose? Wir schalten sie wieder ein, indem wir einfach nur etwas Energie nutzen. Das heißt 21 Watt. Wir sehen, die Einspeisung läuft eigentlich ganz normal weiter. Wir geben quasi die 800 Watt ins Netz aus und hier seht ihr 821 Watt Ausgabe. Ja, die 21 Watt gehen in meinen Lüfter, die geben wir nicht ins Netz aus. Das wird halt hier kombiniert im Display angezeigt. Wir fahren jetzt hier eine Nummer höher und geben mal richtig Gas, so um die 800, 900 Watt. Wir sehen jetzt, der Lüfter zieht sich hier 900 Watt oder genehmigt sich 900 Watt. Wir sehen ja auf unserer Anzeigetafel 900 Watt Ausgabe. Diese gehen aber jetzt ausschließlich in den Lüfter. Das heißt, wir speisen hier gar nichts mehr ein. So, und jetzt kommen wir noch zur entscheidenden Frage. Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Wir haben jetzt hier zum Beispiel diesen Heizlüfter. Ich kann ihn auch mal etwas reduzieren, dass er nicht so auf Volllast läuft. Denn wie gesagt, der Wechselrichter kann nur 1000 Watt liefern. Was passiert, wenn der Strom ausfällt? Wir haben jetzt hier mal auf ganz wenig Last gestellt, also nämlich nur 19 bis 20 Watt. Wir speisen auch noch ein bisschen was ein. Und jetzt haben wir einen Stromausfall. Und genau das ist der Punkt. Wir haben hier keine USV-Funktion, sondern eine EPS-Funktion. Das heißt, wir haben hier eine Notstromfunktion eingebaut. Der Wechselrichter kann als Notstromwechselrichter fungieren. Das heißt natürlich jetzt für uns, wenn wir diese EPS-Funktion nutzen wollen, müssen wir das natürlich im Vorfeld dem Gerät mitteilen. Hierzu geht ihr in die Übersicht Geräte, wählt euer Hauptgerät aus, klickt auf Einstellungen, sucht die EPS-Einstellungen und aktiviert diese. Jetzt haben wir auch unsere Notstromfunktion. Diese können wir hier gleich mal ausprobieren. Und wir sehen, wenn ich hier den Stecker ziehe, läuft mein Lüfter weiter. Ganz wichtig, wir haben hier eine relativ zügige Umschaltung, wie ihr es gesehen habt. Für die meisten PCs oder gar Server reicht diese Umschaltgeschwindigkeit allerdings nicht aus. Hier besteht das Risiko, dass diese Geräte kurzzeitig ausgehen. So, das Video ist nun schon ziemlich lang geworden. Einen Punkt möchte ich euch aber trotzdem nochmal mitgeben, besonders für die Enthusiasten unter euch. Hier gibt es nämlich noch unter den Einstellungen, wir können einfach mal hier oben auf das Zahnrad-Symbol klicken, einen weiteren Punkt, den zeige ich euch hier einfach mal, und zwar MQTT Service. Den können wir hier jetzt einfach aktivieren. Das heißt für euch, hier könnt ihr das System mit euren Home-Assistenten oder eCoop Broker oder ähnlichen Dingen verbinden. Das heißt,
offline bedienen ohne Cloud und somit ist das auch möglich für diejenigen für euch, die das natürlich benötigen. Es ist ein schönes Feature, was man hier natürlich aktivieren und auch noch nutzen kann. So, kommen wir langsam zum Ende des Videos. Was halte ich von diesem Speicher? An sich ist das eine schöne Erweiterungslösung für Besitzer von Balkonkraftwerken oder dementsprechenden PV-Anlagen oder Personen, die einfach nur dynamische Stromtarife sinnvoll nutzen wollen. Das alles können wir in der App konfigurieren und das Gerät kann hier AC-gebunden aus dem Netz aufgeladen werden und dann dementsprechend, wenn ihr den Strom braucht, diesen abgeben. Das könnt ihr zeitgesteuert machen oder natürlich auch über die Einbindung zum Beispiel mit einem Shelly voll automatisiert. Wir können im Notfall unsere Geräte mit Notstrom versorgen. Ganz wichtiger Hinweis, keine USV, das ist nur eine Notstromversorgung bis 1000 Watt oder für bis zu 1000 Watt starke Geräte. Was mir sehr gut gefällt, wir können das System natürlich auch dreiphasig betreiben und an vielen unterschiedlichen Punkten im Haus einbauen. Das heißt, ihr braucht hier keinen speziellen Standort. Ihr könnt die Geräte kaufen, wie ihr sie braucht, übereinander stapeln und an der dementsprechenden freien Stelle einfach anschließen bis zu 3 Phasen. Das System kommuniziert untereinander und kann so über die App oder selbstständig geregelt werden oder natürlich auch über euren Shelly. Alles komplett unkompliziert. Die Bedienung ist recht einfach über die App, ihr habt es gesehen, oder hier über das Touch-Display ist natürlich alles ohne Probleme steuerbar. Was ist mir noch aufgefallen? Die Verarbeitung hat mir sehr gut gefallen. Das Gerät ist gut transportabel, gut stapelbar und eigentlich Plug and Play sehr schnell in Betrieb zu nehmen. An die Sicherheit wurde gedacht. Wir haben ein Brandschutzsystem und das System ist natürlich auch IP-zertifiziert und recht robust und ordentlich gebaut, wie wir es natürlich von Hollmeis gedacht oder mehr zu sagen, ja gewohnt sind. Dann kommen wir zum Ende. Was haltet ihr von dem System? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Würdet ihr euch so ein System kaufen oder würde euch hier zum Beispiel die USV-Funktion sehr stark fehlen? Teilt mir doch einfach mal eure Meinung unten in den Kommentaren mit. Hier muss ich aber auch dazu sagen, der Hersteller hat hier ein anderes Augenmerk gelegt. Das ist wirklich ein AC-Speicher zum Nachrüsten und keine USV-Anlage. Und hier wurde auch vielleicht dann dementsprechend der Preis durch dieses Umschaltmodul etwas gedrückt. Denn hier soll das System ja auch für die große Masse erschwinglich sein. Wenn ihr euch für das System interessiert, kein Problem, schaut unten in die Videobeschreibung. Dort verlinke ich euch die Bezugsquellen und wenn ich Rabattcodes vom Hersteller bekomme, natürlich diese auch. Hat euch mein Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, würde ich euch natürlich um einen Daumen hoch bitten. Und wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen? Kein Problem, abonniert hier einfach meinen Kanal, denn Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Übrigens, ihr könnt auch gerne auf meiner Homepage vorbeischauen, dort habe ich auch eine kleine Kaffeekasse. Wenn euch meine Arbeit gefällt, unterstützt meinen Kanal eventuell mit einem kleinen digitalen Kaffee. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.